Bye bye. Bye. Thanks for having us. Left. So, Dille. Oh, Schwarze. Up, down. Also, es geht heute. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Ipswich. Haben die Nacht bei unseren Freunden verbracht. Bei Gary und Susan. Bei Gary und Susan, bei unseren lieben Freunden, die du schon seit über 40 Jahre. über 40 Jahre kennst. Also Susan. Ja. Mit der du damals einen Schüleraustausch gemacht hast, ne? So ist es. Und es ist wirklich, wirklich eine dicke Freundschaft. Ja. Und das Schöne ist, du und Gary oder wir überhaupt, wir vier, wir verstehen uns gut. Ja. Wie sagt man, die Harmonie passt. Ja. Moin. So, und jetzt geht's weiter, unser Abenteuer, Tag 3. Genau. Es geht heute nach Yorkshire. Ja. Und ich habe schon die linke Hand auf der Schulter. Und zwar dort nach Jack. Und es wird völlig anders geschrieben als ausgesprochen, nämlich Aike. A-I-K-E. Hatte ich vorhin noch nachgeschaut. Das wusste hier nämlich auch niemand. Und es befindet sich zwischen Beverley und Driffield, nördlich von Hull. Und dahin sind es ungefähr 300 Kilometer. Das Navi sagt 312. Ja, mag sein. Und wir haben traumhaftes Wetter. Oh. Und wir haben heute super Wetter. Super Wetter. Mir ist schon fast wieder zu warm, ne? Schon fast zu warm. Na gut, also jetzt geht's raus. Erstmal geht's rein nach Ipswich. Also mit anderen Worten, wir fahren genau mitten durch. Und jetzt kommen wir wieder durch die Straße, von der ich der Meinung bin, wo ich damals... Auch einen Austausch gemacht hast. Nee, das war ein Austausch, war es ja bei uns nicht. Wir sind einfach nur... Das war so eine Art Studienreise, wenn du so willst. Ja. 8. Klasse Realschule sind wir mal eine Woche nach Ipswich gefahren, um unsere Englischkenntnisse in der Praxis anzuwenden. Das war unsere Englischlehrerin, die liebe Elisabeth Schönleber. Und der hat euch aber nicht es gab keinen Gegenbesuch. Und ne, genau, die hat noch gar keine Kinder. So, und ich meine, es war hier vorne in der Clapgate Road, weil es war so eine Hauptstraße und parallel dazu eine Nebenstraße mit dem breiten Grünstreifen und großen Bäumen dazwischen. Und es könnte eins von den Häusern gewesen sein. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es hier war. Aber die wohnen leider nicht mehr hier. Die wohnen hier nicht und Sind höchstwahrscheinlich auch schon verstorben. das weiß man alles nicht. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, wie alt die damals waren. So Mitte 30 vielleicht. Unsere Klasse wurde ja immer zu zweit auf verschiedene Familien in Ipswich aufgeteilt. Und ich war hier mit meinem Klassenkameraden Michael Girtschik. Naja, und das war 79. Das sind also 46 Jahre ist das her. Ist frei. Dann wären die jetzt auch zwischen 70 und 80 irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Na hier, Nackton Road kann es übrigens auch gewesen sein. Ist auch egal. Also jedenfalls, Studium des Adressbuchs hat nichts gebracht. Man müsste vielleicht mal irgendwie ein Archiv aufsuchen, ob hier jemals eine Familie namens, und jetzt haltet euch fest, wie die geheißen haben, das weiß ich nämlich noch ganz genau, Andy und Sandy Duck. Sowas vergisst man nicht. Der sich übrigens extra für die eine Woche in Daimler Submarine Double Six ausgeliehen hat. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Ja, und ungefähr zu derselben Zeit warst du auch in Ipswich, ne? Nee, ich war nicht in Ipswich, ich war in Beckles. Ja, du warst in Beckles, genau. Ja, das ist ein bisschen höher, Richtung Norwich. Aber das war doch dann auch 79 oder so, ne? Oder wie? Ja, ich glaube, es war 78, aber da Okay. muss ich nochmal recherchieren. Ja. So, guck mal lieber nach rechts hoch. Da kommt was. Oh,
Tja. So war das. Und darum finden wir das ja auch noch so witzig, dass jetzt nämlich, also ich hatte den Schüleraustausch bis nach Beckens gemacht und da war ich dann auch ein paar Mal. Ja. So, und als wir die Freundschaft wieder wieder weitergeführt haben mit Susan, hat sie mir erzählt, dass sie in Ipswich wohnt. Ja, genau. Und diesen Zusammenhang, du damals nicht den Austausch, sondern die Reise hierhin. Ja. Und jetzt wohnen Susan und Gary hier. Ja. Das ist schon irre, wie das Leben so spielt, ne? Ja, und jetzt fahren wir hier seit 2001 regelmäßig hierher, beziehungsweise die besuchen dann uns immer so im jährlichen Wechsel etwa. Nur Covid hat uns ein bisschen ausgebrannt. Ja, warum eigentlich, ja? Ist auch egal. Also das Thema fangen wir jetzt nicht an. Sind also seit 22, 23 Jahren wieder in regelmäßigem Kontakt. Und das ist doch schön. Und das stand tatsächlich auch mal in der Zeitung. Ne? Ihr seid Susan und du, ihr seid bei uns in der Zeitung gewesen. Richtig, da haben wir unser 40-jähriges gefeiert. Das 40-jährige Freundschaftsjubiläum. Ja. Und es war sogar der lokalen Zeitung ein Artikel wert. Ja, Susan kommt aus Beckels. Das ist Richtung Norfolk, also in der gleichnamigen Grafschaft. Und Ipswich hier, wo Gary herkommt, liegt in der Grafschaft Suffolk. Also Nordvolk und Südvolk sozusagen. Aber die hassen sich. Das ist ungefähr so wie bei uns mit den Ostfriesen. Aber inzwischen gibt es ja bei uns keine Völkerfeindschaft mehr so. So wie früher mit den Preußen und mit den Bayern. Die Bayern haben sich auch vertragen. Ja, die haben sich auch vertragen. Aber hier mit Suffolk und Norfolk, das ist noch nicht ausgefochten. Wobei, bei uns geht es ja auch wieder los, könnte man meinen, zwischen West und Ost, weil sich die Westler mal wieder für was Schlaueres halten. Aber die erfahren es wohl noch auf die harte Tour. Eigentlich könnte ich ja mein Navi auf Meilen umstellen, ne? Das geht doch bestimmt. Das ist aber eine super Idee. Bei der nächsten Pause, wenn ich dran denke. Ja, ich denke auch dran. Die haben wir schon zweimal eine Chance. So, da geht der Track lang da hinten. Ja, wir werden heute hauptsächlich Nebenstraßen fahren. Wir fahren jetzt nur noch so aus sentimentalen Gründen mitten durch Ipswich durch. Und wenn wir dann durch sind, dann geht's, wenn ich mich nicht irre, gleich raus aufs flache Land, mehr oder weniger. Und dann geht es heute über die schmalen Straßen. Also was überhaupt nicht... Und Susan hat auch gesagt, sie sind sehr schmal. Sehr, sehr schmal. Ja, das sehen wir dann. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, das sind diese... großen Kreisel. Diese Hauptverkehrsstraßen mit diesen spastihaften, riesengroßen Kreiseln, die da ständig haben. Wo ein Kreisel im Kreisel ist. Ja, auf so einen Müll habe ich echt keinen Bock, ey. Das siehst du hier in England sowieso, also so gut wie gar nicht. Außerhalb geschlossener Ortschaften mal eine Ampelkreuzung oder so wie bei uns, wenn sich zwei Bundesstraßen kreuzen. Das hast du hier nicht. Die machen hier aus jeder Kreuzung machen die hier einen Kreisel, habe ich das Gefühl. Schon irre. Und manchmal sind sogar tatsächlich Kreisel im Kreisel. Also ich weiß nicht, was die hier manchmal reitet. Das ist echt noch schlimmer wie bei uns, wenn sie die Kreiselwut kriegen. Wobei, bei uns machen sie es ja zur Verkehrsberuhigung, nicht zur Erhöhung des Verkehrsflusses wie hier. Bei uns hat man den Sinn und Zweck des Kreisels völlig vergewaltigt. Zur Verkehrsberuhigungsmaßnahme. Moin!
So. Mal kurz eine Pause gemacht, da in der Apachenbar. Da in der Indianerbar. Wo müssen wir hin? Rechts und dann gleich wieder rechts. Hoppala. Na, glaubt ihr nicht? Da. Ja. Indianerbuffet. War nett. Ja, war gut. Das war gut. Haben wir 2 Cappuccino uns bestellt und eine kleine Flasche Wasser. Also bestellt haben wir eigentlich eine große Flasche mit 2 Gläsern und gekriegt haben wir eine kleine Flasche. Ja, so schätzungsweise 0,3. Viel größer war die nicht. Naja, und dann nur 2 Cappuccino. Die waren aber relativ groß und auch lecker, die Cappuccinos. Und 2 Kekse. Und Kekse waren auch mit dabei. 2 so kleine. Und was kostet sowas hier in der Apachenbar? Was meint er? 9 Pfund und 90. Also 10 Pfund. Alter. Alter. Zu anderen Zeiten hätten wir den Laden niedergebrannt für solche Preise. Echt so. 9 Pfund 90 für 2 Cappuccino und eine kleine Flasche Wasser. Ich hab gedacht, mit dritten Pferd da. Aber dafür waren die Toiletten sehr sauber. Ja. Da lege ich ja besonders großen Wert drauf. Mit meiner Ausrüstung da am Renze. Und das ist ja auch schon mal viel wert. So, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in der Nähe von Boston. Da wollte ich schon immer mal nah nach Boston. Hab gar nicht gewusst, dass es hier auch eins gibt. Aber genau genommen ist das hier das originale Boston. Während drüben in, wo ist es da? In Massachusetts bloß das Duplikat, also das nachgemachte Boston, sich befindet. Der Namensgeber, das ist hier dieses Boston. Da drüben gibt es auch ein Plymouth, ein Cambridge, ein Harwich und die ganzen Städte, die es hier an der Ostküste in England gibt, die haben die da drüben einfach nochmal neu benannt. Die Aussiedler im 17. Jahrhundert. Naja, jetzt haben wir jedenfalls noch so 170 Kilometer ungefähr. Etwas mehr als die Hälfte haben wir jetzt also. Und wir sind hier in Lincolnshire. Und hier ist es relativ flach, ziemlich flache Gegend hier. Aber ich finde es durchaus interessant, hier mal übers flache Land zu fahren. Abseits der Hauptverkehrsstraßen. Zum Eingewöhnen des Linksfahren ist das auch ganz gut. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Insbesondere die Kreisel. Da haben wir jetzt schon ein paar davon gemeistert. Ja. Ohne dabei ums Leben zu kommen. Und wo ich gestern hätte noch die Augen zugemacht. Ja, ich habe mir es tatsächlich komplizierter vorgestellt, aber tatsächlich war das schon nach einer Viertelstunde kein Thema mehr hier, das Linksfahren. Ich weiß noch, zu Hause und auf dem Schiff vorgestern, da habe ich mir echt große Gedanken gemacht, wie wir das hier hinkriegen. Insbesondere vor den Kreiseln hatte ich so ein bisschen Muffensausen. Aber ich muss sagen, das war schon nach ein paar Minuten. Also wir waren kaum aus Harwich draußen, da war das überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt haben wir schon ein paar 100 Kilometer auf dem Buckel. Und ja, fühlt sich so an, als wenn wir noch nie was anderes gemacht hätten, als links zu fahren. Ja. Naja, und unsere Dicke hier, die schlägt sich ganz tapfer, fährt gut. Ich war ja letzte Woche nicht, aber wie lange ist das her? 3 Wochen? Vor 3 Wochen waren wir beim Service. Ja. Da gab es neue Reifen. Ich habe wieder diese Scorpion Trail 2, die Pirelli. Von denen bin ich ja einigermaßen angetan. Wenn sie neu sind, sowieso. Und ich habe den Eindruck, dass die sich hier auf dem Motorrad besser schlagen, wesentlich besser schlagen als die Conti TKC 70, die ich vorher hier drauf hatte. Wenn ein Reifen neu ist, ist ja sowieso immer klasse alles. Überhaupt kein Problem. Also interessant wird es ja erst dann, wenn du so 10.000 Kilometer drauf hast auf dem Reifen.
Was, 10.000? Ich schaff bloß 5. Ja. Das ist der Unterschied. Also ab 10.000, da wird es interessant, finde ich. Und die hätten noch locker 1.000 oder 1.500 geschafft, aber wir haben gesagt, komm, jetzt geht's auf eine große Tour wieder und das machen wir jetzt nicht. 4.000 schaffen die nicht mehr oder 5.000, je nachdem, wie wir jetzt zusammenkriegen. Und deswegen haben wir die jetzt schon mal ein bisschen vor der Deadline runtergemacht und abgezogen. Ja, und Ölwechsel hat er gemacht. Ja, noch eine ganze. Na, Ölwechsel, genau, Ölwechsel hat er nicht gemacht, weil Okay. der ist erst. Der war erst 5.000 Kilometer her, Ölwechsel. Und darauf haben wir verzichtet, aber Getriebeöl, nicht Getriebeöl, sondern Hinterachsgetriebe, Hinterachsantrieb, Öl hat er gemacht. Er hat den Lichtmaschinenriemen, den Poly-V-Riemen, der musste erneuert werden. Neue Zündkerzen, Ventile eingestellt. Dann hat er doch das auch noch mit seinem Navi da irgendwie dieses Kabel erneuert. Ja, das hat er auch noch gemacht. Und weil er sowieso schon alles auseinander gehabt hat, habe ich gesagt, dann verlegt doch mal bitte dieses Kabel auch mal wieder neu. Und das wiederum, könnt ihr euch ja erinnern, in einem der letzten Videos habe ich ja gesagt, ich will mich von meinem XT trennen. Weil, können wir jetzt nochmal drüber sprechen, er hat ja gesagt, dass ich mich nochmal mit dem Service in Verbindung setzen will. Und denen vorschlage, dass die mein XT nochmal wieder entgegennehmen und mir dafür ein XT2 zukommen lassen gegen Aufpreis. Und ja, das habe ich mir einfacher vorgestellt, als es war, weil die nehmen keine nicht defekten Geräte zurück. So kulant wie sie sind, die machen ja eine Menge möglich, aber nicht defekte Geräte nehmen sie nicht zurück. Ja, und das wiederum führte dazu, dass er mir nur in Anführungsstrichen neues Ladekabel und eine neue Ladeschale, also so ein Halter da, zukommen lassen hat. Und da habe ich halt gesagt, okay, dann habe ich halt den sauren Apfel gebissen und der Tank muss sowieso runter, dachte ich mir. Also werden wir nochmal dieses Kabel da mit diesen kaputten Kontakten werden wir nochmal ersetzen durch das neue und wieder neu einziehen. Und so habe ich mich halt damit angefreundet mit dem Gedanken, dass ich das XT nochmal wieder eine Weile behalten werde. Es ist ja auch toll, also das Gerät an sich kann ich ja nur noch mal wiederholen, tut genau das, was ich will. Und insofern, ja, also mein Plan ist jetzt, dass ich einfach das Gerät drinnen lasse in der Halterung. Ich werde es nicht mehr rausnehmen. Ich habe sonst immer nach jeder Tour wieder rausgenommen und vor jeder Tour wieder reingesteckt und dann kommen da pro Jahr ein paar Dutzend Zyklen zusammen, also wie man das Gerät rein und raussteckt, und das werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr machen. Ich lasse es einfach drin in der Halterung das ganze Jahr über und fertig. Vielleicht nehme ich es nur über den Winter raus, aber sonst nicht. Aber sonst bleibt es drin. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das XT behalten und werde auch in Zukunft damit weiter navigieren. Wir werden berichten. New York, Primary School. Guck mal, Spatzler, links geht's nach New York. Jetzt waren wir heute schon in Boston. Ich dachte ganz versehen. Und jetzt auch noch in New York Ja. mit dem Motorrad. Jawohl.
Freunde, wir sind über den Humber und damit in Yorkshire. Naja, genau genommen in East Riding of Yorkshire, also im östlichen Beritt von York. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig eingeordnet bin. Aber da steht irgendwas von MCS. Ist das die Abkürzung für Motorcycles vielleicht? Keine Ahnung, jetzt ist sowieso zu spät. Das sehen wir gleich, was jetzt passiert. Da hat gestanden Tag or Motorcycles, wenn MCS die Abkürzung für Motorcycles ist. Jedenfalls, wir sind Motorcycle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch Rechnung folgt. Oder sind Motorräder umsonst oder was? Tags or Motorcycles. Stand da. Jedenfalls glaube ich das. Was vermutlich so viel heißt wie Fahrzeuge mit automatischem Bezahlding. Tja, wir werden es nie erfahren. Alarm habe ich auch keinen ausgelöst, jedenfalls keinen sichtbaren. Was trägt der für Strapse da? So, jetzt geht's auf die letzten paar Kilometer Richtung Beverly und danach kommt Jack oder Jack, Eike oder wie auch immer. Gleich haben wir's. Ich vergesse immer, den Knopf da vorne zu drücken. Ich denke mir, wieso ist denn die Fernbedienung schon wieder fast leer? Das gibt's doch gar nicht. Ja, da muss halt auch die... Ich habe mir extra eine Steckdose gekauft, die man ein- und ausschalten kann. Die muss man halt auch einschalten, na Gott sei Dank, oder? Der Säckel, ey. Manchmal, der... Also manchmal muss man sich über sich selbst wundern, da. Ja, jetzt muss ich du auch noch drücken, da. Halt die halt auch. Aber bloß weil ich so gut aufgelegt bin halt. Moin. Ja, wo wir uns heute eingebucht haben, das ist ja, so eine Art Reiterhof, Gestüt, Pferdeaufzuchtstation. Da bin ich mal gespannt. Die haben schon extra geschrieben, wenn wir da auf den Hof fahren, sollen wir sehr leise sein und auf die Tiere Rücksicht nehmen. Aber das machen wir ja sowieso immer. Genau, weil wir kennen uns da ja mit aus. Unsere Tochter hat ja auch Pferde. Genau. Das mögen die Pferde nicht, wenn man da Gas gibt. Na, das ist ja, das mag gar kein Tier. Es gibt ja auf YouTube oder auf Instagram den einen oder anderen Vollidioten, der da extra nochmal am Gas dreht, wenn er da an Tieren vorbeifährt. Konzentration. Aber solchen Leuten kann ich nur gute Besserung wünschen. Das war wieder einer von den Hochleistungskreisel da. 2 Kreisel zu einem irgendwie zusammengeklöppelt da.
da muss ich, da, so muss ich fahren, jawohl. Scheiße, geradeaus wäre es auch gegangen. Und ich hab schon wieder Vieh im Helm. Leg mir doch am Arsch. Jetzt. Jetzt fahren wir hier außenrum statt mitten durch die schöne Altstadt. Und warum? Weil die wieder doof war. Das ist hier bloß für LKW, HGV nämlich, Heavy Goods Vehicles. Oh naja, in gewisser Hinsicht sind wir das ja auch. Also insofern alles gut. Hart an der Lastgrenze da. Unsere Dicke. Guck mal, wie schön das ist hier. Ist doch schön, oder? Hallo, hallo! Fahren wir noch über den Fuß da? Echt da? Wieso hatten die Ampel da 4 Lichter? Was zeigten die außer Rot, Gelb und Grün noch an? Blau vielleicht oder was? Jetzt, also mir wäre nicht so weit. Ja, Handzeichen wäre vielleicht mal nicht schlecht. Nicht hier. Aber waren Sie vielleicht auch schon mal in Baden-Württemberg? So, Briedlingen, ne, Briedlingen-Ton. Da müssen wir runter. So, machen wir noch geschwind die 360 an für die Ankunft. Jetzt ist die voll. Toll. Dann halt nicht. So, das Ziel ist in Sicht auf der Karte. Das Ziel ist schon in Sicht. Jetzt sind es noch 4,7 Kilometer. Die nächste müssen wir rechts abbiegen. Nach der Kurve da hinten geht es rechts weg. Und dann ist es nimmer lang. Und dann hoffe ich mal, dass die 3 Kameras noch drauf bleiben bis dahin. Jetzt müssen wir links, rechts, also streng genommen ist das ja links abbiegen. Links abbiegen für England, für Engländer. Und, jawohl, guck mal.
gemeistert. Nicht ganz so schön, also wäre schöner gegangen, aber naja, komm. Auf englische Kreuzungen zählt. Hauptsache überlebt. Hauptsache überlebt und kein anderer umbraucht. Jawohl. So. Hotel ist in Sicht. So, und jetzt? Müssen wir absteigen und klingeln, oder wie? Geht automatisch, jawohl. Das sind die Apartments da, oder? Da oben drinnen. Holiday Apartments, this way. Willst du erstmal absteigen? Nee? So Freunde, wir sind da. Wir haben es geschafft für heute. Weiter geht's im nächsten Video.